Zum Glück keine 10k-Spieler, mich nerven schon die paar, wo einfach in dein Gebiet kommen und HNR anfangen. Same. Was das angeht, ist Flyve auch echt noch rückständig, leider. Also meiner Meinung nach gibt es dafür eine einfache Lösung. Einfach mehr Channel anbieten. Auf Duodenk würde ich sagen, wir bräuchten einfach 2 weitere Channel. Dann sollte man in der Regel kein Problem damit haben. Dass man sagen kann, man kann immer, wenn jemand anders dich nervt, kannst du wechseln eigentlich. Und bei fast allen Monstern im Spiel ist es auch so in der Regel, dass du mindestens 2 Spawns hast von jedem Mob. Also pro Channel dann 2. Das heißt bei 6 Channel insgesamt 12 pro Mob. Das reicht dann für Hunderte bis Tausende Spieler, die zeitgleich spielen. Und ich meine, unabhängig davon, wie viele Leute auf einem Server sind, die leveln ja nicht immer alle zeitgleich. Also das würde dann schon reichen. Aber ja. Jetzt gerade ist bei mir auch so. Jetzt gerade ist auf jedem Channel schon 1 oder 2 Leute an dem Spot, wo ich eigentlich leveln will. Und jetzt bin ich an einem Spot, der schlechter ist. Aber ob ich jetzt hier alleine bin oder ob wir bei einem anderen Spot zu zweit sind, kommt halt tatsächlich aufs Gleiche raus. Also die XP sind so oder so scheiße. Also dieses Konzept in Flyve, dass du Nachteile davon hast, wenn viele Leute spielen, das ist, wie gesagt, das ist extrem rückständig und das sollten die endlich mal probieren zu bekämpfen. Ich meine, mehr Channel ist auch eigentlich nicht die Lösung, weil theoretisch, mal angenommen, die machen jetzt eine super erfolgreiche Werbekampagne oder so und sie gewinnen jetzt jeden Tag pro Server 10 Spieler. Einen Monat lang. Das heißt, nach einem Monat hast du plötzlich hunderte von Leuten, die in allen möglichen Levelbereichen rumgurksen. Da würden 2 Channel mehr dann hier und da vielleicht auch nicht reichen. Also in einem Levelbereich, wo sowieso schon viel los war vielleicht, hast du dann plötzlich nochmal 50 Leute. Und dann sagst du, okay, jetzt reichen diese 2 Channel auch nicht. Theoretisch. Und dann ist, also, sobald es noch krasser skalieren würde, das passiert sowieso nicht und vor allem nicht einfach so. Aber mal angenommen, es wäre so, dann wäre das natürlich auch nicht hilfreich. Also eigentlich bräuchten die so ein System, wie es bei WoW wohl ist, oder dieses Layer-System, wo das Spiel automatisch dich quasi auf eine andere Ebene schickt. Du bist auf dem gleichen Channel oder auf dem gleichen Server, aber du siehst die anderen Leute nicht, sozusagen. Also ohne dieses Channel-System, sondern einfach generell, dass die Leute quasi aufgeteilt werden, dass es gar nicht dazu kommen kann, dass irgendwie 5 Leute an einem Spawn sind, sozusagen. Irgendwie sowas bräuchten wir theoretisch eigentlich auch. Normalerweise braucht man es nicht, aber zu Hochzeiten oder FEC, bestes Beispiel, da wäre es eigentlich schon ganz nice, weil wie gesagt, Flyve halt leider echt so funktioniert, je mehr Leute aktiv sind, je mehr Leute an einem Spawn leveln wollen, desto schlechter wird die XP für jeden Einzelnen. Und dann hat man eigentlich nur Nachteile davon, dass viele Leute spielen. Und das ist halt echt kontraproduktiv, weil ich meine, warum bin ich sauer? Oder warum fühle ich mich schlechter, wenn viele Leute spielen? Das müsste ja eigentlich ein Grund zur Freude sein. Oder ein Grund, ja, dass man sich freut, dass man grundsätzlich positiv gestimmt ist. Hey, guck mal, wie viele Leute spielen. Aber wenn du wirklich aktiv levelst und da sind dann 5 Leute bei dir, dann bist du ganz sicher nicht glücklich in Flyve. Dann freust du dich ganz sicher nicht. Also ich mich auf jeden Fall nicht. Und ich weiß, vielen Leuten geht's da ähnlich. Und das ist halt schon ein sehr rückständiges System, ja. Also das Mindeste, was sie da machen müssten, wäre zusätzliche Channel. Man kann die Channel ja auch wieder entfernen, theoretisch, ne? Also es ist ja nicht so, dass die permanent bleiben müssen. Aber rein vom Prinzip her müsste man halt zumindest irgendwas probieren zu machen. Wie gesagt, das Hauptproblem, hauptsächlich ist das ein Problem auf dem FEC-Server, weil es da schon teilweise wirklich extrem nervig ist. Weil da wirklich 5 Leute dann auf einem Channel leveln wollen. Das ist dann schon echt teilweise eine ziemliche Zumutung. Wenn man da genau in dem Mob ist, in dem gerade jeder ist, also so Durchschnittslevel ist zum Beispiel Level 80 und du bist auch Level 80, dann sind da halt auch wirklich arsch viele Leute bei den gleichen Mobs und so. Und das kann schon sehr die Motivation rauben, wo du eigentlich sagst, ich habe jetzt Bock zu leveln. Dann gehst du da hin, dann siehst du 5 Leute bei Antiquaries und dann denkst du dir, ja, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Aber das ist ja eigentlich nicht wirklich das Spiel das Problem, sondern
dass zu viele Spieler spielen und sowas sollte niemals ein Problem sein. Also, das ist ja, wie gesagt, das ist total kontraproduktiv. Heißt quasi, das Spiel hat einen eingebauten Nerf dafür. Und wie gesagt, das haben wir so schon lange nicht mehr gehabt. Als das Game released wurde, war es auch extrem schlimm. Da gab es nur die Darkon 3 Wüste. Die Darkon 3 Wüste ist extrem klein. Also da war es auch echt eine Zumutung. Da bist du in die Wüste gegangen und da waren 30 Leute oder so auf jedem Channel. Und das hat sich so sinnlos angefühlt. Also wirklich, das war geisteskrank. Und das heißt, wenn sowas nochmal passieren würde, oder wie gesagt, spätestens beim FEC, das Spiel wirklich nochmal einen Hype hätte, von was auch immer, da hast du immer das Problem, dieses Bottleneck, zu viele Leute, zu viele Köche verderben den Brei. Oder was wir auf dem größten Server haben, wurde mir erzählt, hab's jetzt nicht mit eigenen Augen gesehen, aber wurde mir erzählt, dass da die Leute schon dafür, oder die Leute mussten schon dazu greifen, dass sie bei den höchsten Monstern im Spiel auf La Wolf alle in eine Party gehen müssen, weil nicht jeder alleine für sich leveln kann. Das geht überhaupt nicht mehr. Da sind so wenige Monster, beziehungsweise so viele Spieler wohl eher in dem Fall, dass die gar nicht mehr alle einzeln leveln können. Es geht gar nicht mehr. Du musst zwangsläufig mit den anderen in eine Party gehen und zusammen mit denen leveln. Ob das deine Erzfeinde sind oder ob du die Typen hast oder so, vollkommen egal, weil du kannst sonst gar nicht mehr spielen. Und das ist zwar grundsätzlich jetzt in dem Fall, könnte man sagen, es ist fast was Positives, aber ich meine, dass du gezwungen bist, mit anderen Leuten eine Party zu machen und das heißt auch Drops zu teilen und so. Ja, ich meine, kann man positiv sehen, kann man aber auch irgendwie einschränkend sehen, dass du sagst, du musst immer dich mit anderen Leuten dann plötzlich zusammentun, weil sonst kannst du gar nicht mehr leveln. Das ist eigentlich, also, ja, hat Vorteile, hat Nachteile vielleicht, aber auf jeden Fall ist es grundsätzlich ein Hinweis darauf, dass es irgendwie ein Problem gibt, dass zu viele Leute halt sich gegenseitig blockieren. Eine Welt pro Party. Ja, eine ganze Welt vielleicht nicht, aber ja. Ich meine, noch eine Möglichkeit, das Problem zu fixen, wäre, die Spawns einfach größer zu machen. Also, ich kann es jetzt gerade nicht so gut zeigen, aber eigentlich schon. Die gesamten Spawns, also, ich meine, klar, Map-Design, Grafikdesign, whatever, ist auch nicht unwichtig, aber ich würde sagen, bei Flyf eigentlich schon. Und vor allem bei den höchsten Monstern hier und auch bei den niedrigeren Monstern, überall, wo diese Gebirgsketten sind, also die ganzen braunen Flecke und hier oben, gut, da sieht man es nicht so gut, weil es grün auf grün ist, aber überall, wo diese Zacken sind, die Berge, diese Gebirgsketten, das ist alles totes Area. Also gefühlt 50% von dem grünen Gebiet, da sind gar keine Monster. Also auch das ist so ein Ding, wenn du sagst, wir wollen keine weiteren Channel hinzufügen und wir können auch kein Layer-System oder so machen, dass jede Party ein eigenes Gebiet hat oder jeder Charakter seine eigene Zone erreicht. Je weiter du hinausgehst in die Welt, desto weniger Spieler wirst du sehen, weil du dann eben auf andere Layer kommst und so weiter und man sich dann gegenseitig eben nicht mehr nerven kann gegenseitig. Das wäre die technische Lösung. Aber wie gesagt, wenn sie das nicht machen können, weil es technisch zu teuer oder whatever ist, kann man ja auch akzeptieren. Aber ganz ehrlich, man könnte auch diese Gebirgsketten alle ganz dünn machen. Also, die sind teilweise so fett. Ich meine, allein dieser Stein hier, ich meine, warum mussten der 20 Meter dick sein? Das ist voll übertrieben. Also du könntest das auch alles ein bisschen besser scalen. Oder auch der Rand von der Karte. Ich meine, wenn man sich allein den Rand von der Karte anguckt, warum muss der so fett sein? Allein das, nur der Rand von der Karte sind wahrscheinlich auch 10% des gesamten Kontinents hier. Wenn du den Rand einfach dünner machen würdest, könntest du jeden Spawn, der sich am Rand befindet, um 10% vergrößern. Was hunderte bis tausende Monster wären für den gesamten Kontinent. Plötzlich wären alle Spots viel größer. Mehr Fläche, mehr Platz für mehr Spieler. Oder wie gesagt, einfach die Gebirgsketten, die sich in der Mitte befinden. Das war auf Coral Island auch schon nervig und ich hatte persönlich gehofft, dass sie es hier nicht mehr so machen würden. Und es ist zwar ein bisschen besser, ich glaube, es ist ein bisschen besser als auf Coral Island,
aber es ist immer noch nicht sehr gut. Also ich finde vor allem bei den Tire-Huss merkt man es sehr, dass die Spawns einfach zu klein sind. Alles tummelt sich an einem Spawn, vor allem die Aureler tummeln sich wieder wie immer alle an einem Spawn. Und ich finde persönlich, ja, das kann man natürlich sagen, spiel einfach kein AOE, wow, gute Lösung auf jeden Fall. Nee, der Developer könnte anerkennen, AOE ist halt das beste, effektivste und auch beliebteste Mittel zum Leveln, weil damit das Leveln einfach schneller geht und Leveln halt vielen Leuten nicht so gut gefällt. Und man könnte dann vielleicht zumindest mehr als einen Spawn machen, der für AOE geeignet ist. Vor allem ist es ja auch nicht konsistent oder konstant so. Bei Red Clouds gibt es gefühlt 5 AOE-Spawns, das sind aber Fernkampfmonster, da will keiner AOEen. Das heißt, die kompletten Red Clouds, die haben mindestens 3 richtig fette AOE-Spawns, die Red Clouds. Ja, da will aber keiner leveln. Also komplette Zeit, Geld und Energieverschwendung, dass die 3 Spawns haben. Und bei den Tire-Huss, wo sehr viele Leute sehr gerne AOE leveln wollen, da hast du dann gefühlt nur einen Spawn. Also, das ergibt einfach keinen Sinn. Wenn's immer so wäre, es gibt einen AOE-Spawn und alles andere wäre quasi so vereinzelt oder so schlecht, dass da keiner AOE leveln wollen würde, dann könnte man das sagen, dass das so eine grundsätzliche Regel oder ein grundsätzliches Prinzip ist. Das machen sie aber nicht. Es ist einfach total unlogisch, was sie machen. Und deswegen verstehe ich es halt nicht. Und wie gesagt, die fetten Gebirgsketten und so, ich persönlich finde nicht mal, dass die wirklich gut aussehen. Wenn ich über ein Levelgebiet fliege und dann ist einfach so eine fette Gebirgskette und eine riesige Fläche, wo einfach kein einziges Monster spawnen kann, finde ich das persönlich eigentlich eher schlecht. Das ist für mich dann eher hässlich. Ich meine, im Levelgebiet suche ich nach Monstern und nicht nach Gebirgsketten. Und vor allem, wir reden halt von Flyf, nicht von anderen Games, die vielleicht auf sowas mehr achten oder mehr Wert legen. Wir reden von Flyf, wo sich ganz ehrlich dafür halt einfach niemand interessiert. Die Leute wollen fette Levelgebiete mit so vielen Monstern wie möglich. Und das ist das Wichtigste. Also sollte das den Entwicklern eigentlich auch so klar sein. Man merkt aber, die sehen das anscheinend anders. Leider. Und das ist eine Gebirgskette von, wenn du einfach einmal querfeld durchfliegst, davon gibt es 10 Stück. Wenn du die alle 10 entfernst, das wären 1000 Monster Minimum. Zieh dir das rein. Ich meine, das sieht auch einfach hässlich aus. Das sieht nicht mal aus wie eine Gebirgskette. Das ist einfach nur ein fetter Haufen Steine. Das sieht nicht mal geil aus. Schau, hier könntest du links das alles wegmachen und stattdessen 50 Mobs hinpacken. Und auf der rechten Seite genau das gleiche. Dann hast du immer noch eine dünne Gebirgskette oder Steine oder whatever oder Wald. Nobody cares. Und beide Spawns wären doppelt so groß. Where's the problem? Und ich meine, zieh dir das Gebiet hier rein. Das ist insane. Das besteht quasi nur aus Steinen und überall, wo Steine sind keine Monster. Das ist geisteskrank. Also es gibt doppelt so viel Steine wie Monsterflächen sozusagen. Bei den Hellhounds wird es ein bisschen besser. Aber wie gesagt, also die Spawns könnten alle doppelt so groß sein. Und ich meine, doppelt so groß müssten sie nicht mal sein. Das würden wahrscheinlich schon 20-30% reichen. Also. Und optisch, wie gesagt, finde ich jetzt auch nicht, dass es wirklich so viel hermacht. Also, falls die Logik oder die Idee dahinter war, naja, es sieht halt scheiße aus, wenn alles nur Monsterflächen sind und so, wenn dann gar nichts dazwischen ist oder sowas. Kann man ja sich irgendwo einreden lassen, aber es sieht ja nicht mal schön aus. Es sieht richtig scheiße aus. Also, es sind einfach nur aneinander gestapelte Steine, immer wieder die gleiche Textur gecopy-pastet und dann so fett und breit wie möglich gemacht, sodass es auch einfach nicht schön aussieht. Also wenn es dünner wäre, wird es wahrscheinlich sogar auch besser aussehen. Aber ja, keine Ahnung. Ich check's nicht. Also genau den gleichen Fehler, das habe ich in Coral Island damals auch schon kritisiert. Zu viel tote Fläche, wo einfach nichts ist. Das haben sie leider wieder gemacht. Was, wie wenn Crouchy sagt, kein Problem wäre, wenn das hier irgendwie, wie früher mit Aspria-Tickets und so, jeder seine eigene Instanz aufmachen würde, dann wäre das scheißegal.
Aber haben wir ja nicht mehr. Dieses System haben sie komplett abgeschafft. Was auf der einen Seite nicht schlecht ist, weil es war ja ein Pay-to-Win-System, wobei die Tickets waren verhältnismäßig günstig. Ich fand, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Also, da gibt es schlimmere Sachen. TBH. Aber hat immer was Positives und was Negatives, sowas.